Stell dir vor, du gehst in deinen Keller oder öffnest eine verstaubte Schublade in deinem Schreibtisch. Was liegt dort? Wahrscheinlich eine halbe Ausrüstung fürs Golfspielen, ein angefangener Online-Kurs für Grafikdesign, 3 ungelesene Bücher über Spanisch lernen und die Boxhandschuhe von einem Sport, den du genau 4 Wochen lang absolut obsessiv betrieben hast. Und wenn du diese Dinge ansiehst, spürst du dieses ganz bestimmte, stechende Gefühl im Magen. Es ist eine Mischung aus Scham und Versagen. Unsere Gesellschaft hat ein sehr klares Bild davon, wie ein erfolgreiches Leben auszusehen hat. Man entscheidet sich mit 18 für eine Richtung, studiert oder lernt etwas, gräbt sich tiefer und tiefer in diesen einen Kaninchenbau und wird nach 20 Jahren der absolute Experte auf diesem winzigen Gebiet. Wenn du das nicht tust, giltst du als sprunghaft, als chaotisch, als jemand, dem es einfach an Biss fehlt, um mal eine Sache durchzuziehen. Du kennst mit Sicherheit den Spruch, Hansdampf in allen Gassen, aber Meister in nichts. Ein Urteil, das dir wie ein unsichtbares Brandmal auf der Stirn klebt. Aber fast niemand kennt den zweiten Teil dieses Zitats. Im englischen Original heißt es nämlich, A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Zu Deutsch: Ein Allrounder ist zwar nirgends der absolute Meister, aber oft weitaus besser als jemand, der nur eine einzige Sache kann. Die moderne Psychologie und die Evolutionsbiologie zeigen uns heute etwas Faszinierendes. Diese innere Unruhe, dieser Drang, ständig das Spielfeld zu wechseln, ist kein Defekt in deiner Software. Es ist kein Charakterfehler. Es ist das Symptom eines hochentwickelten, extrem anpassungsfähigen Nervensystems. Du scheiterst nicht an der Spezialisierung. Dein Gehirn baut im Hintergrund unbewusst an einer hochkomplexen kognitiven Architektur, der Struktur eines modernen Universalgelehrten. Während die Welt dir zuruft, du sollst dich endlich fokussieren, bereitet dein Verstand dich auf eine Realität vor, in der die Monokultur des Wissens dein sicheres Aus bedeutet. Bevor wir im Detail entschlüsseln, warum dein inneres Chaos in Wahrheit eine evolutionäre Überlebensstrategie ist, schreibt mir mal kurz in die Kommentare, welches obskure Hobby ihr als letztes angefangen habt. Um zu verstehen, warum dich diese Zerrissenheit so unendlich müde macht, müssen wir die fundamentale Lüge entlarven, die uns seit der industriellen Revolution erzählt wird. Uns wurde beigebracht, dass das Leben wie eine Runde Bowling ist. Die Pins stehen immer am selben Fleck, die Bahn ist glatt, die Regeln sind starr. Wenn du den Wurf nur 10.000 Stunden lang trainierst, wirst du unschlagbar. Die Psychologie nennt das eine gutmütige Lernumgebung. Das Problem ist nur, in einer solchen Umgebung leben wir schon lange nicht mehr. Wir leben in einer boshaften Umgebung. Hier verändern sich die Spielregeln nicht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, sondern von Minute zu Minute. Die Pins bewegen sich, die Bahn ist plötzlich aus Sand und mitten im Wurf wird der Ball gegen eine Zitrone ausgetauscht. In einer solchen Welt ist der hyperspezialisierte Experte extrem fragil. Er ist wie ein Formel-1-Wagen, unfassbar schnell auf einer perfekt asphaltierten Strecke, aber absolut hilflos, sobald es anfängt zu hageln oder die Straße in einen Schotterweg übergeht. Genau hier kommt dein scheinbar chaotischer Drift ins Spiel. In einem Jahr vergräbst du dich monatelang in die Mechanik von Oldtimer-Motoren, im nächsten liest du alles über antike Philosophie und im darauffolgenden Winter produzierst du plötzlich elektronische Beats am Laptop. Für Außenstehende wirkt das wie der klassische Mangel an Disziplin. Sie sehen ein unfertiges Puzzle. Was sie nicht verstehen, du sammelst keine Trophäen, du sammelst Datenpunkte. Und zwar aus völlig unterschiedlichen Galaxien des Wissens. Es wäre jedoch gelogen zu behaupten, dass diese Erkenntnis allein den Schmerz lindert, denn die Realität holt uns jeden Montagmorgen ein. Du siehst die Leute aus deiner Schulzeit, die seit 15 Jahren stur auf derselben Schiene fahren. Sie werden Abteilungsleiter, kaufen Immobilien, bauen sich eine lineare Karriere auf. Und du? Du stehst gefühlt immer wieder am Bahnhof und fragst dich, welchen Zug du als nächstes nehmen sollst. Das erzeugt eine lähmende Versagensangst.
Der Fehler liegt darin, dass du versuchst, deine Karriere mit der Schablone eines Spezialisten zu messen. Der Spezialist ist eine einzelne, tiefe Säule. Der klassische Generalist ist ein flaches Fundament. Er weiß von allem ein bisschen, kann aber nichts richtig. Du jedoch bist etwas Drittes. Du besitzt ein M-förmiges Profil. Ein M-förmiger Mensch baut im Laufe seines Lebens mehrere echte, tiefe Wissenssäulen auf, die durch eine breite Brücke der Neugier miteinander verbunden sind. Du bist kein Flachschwimmer, du bist ein Tiefseetaucher, der nur alle paar Jahre das Gewässer wechselt. Die fundamentale Falle, in die fast alle Multitalente tappen, ist der Versuch, diese Säulen gleichzeitig hochzuziehen. Du willst im selben Monat eine neue Programmiersprache lernen, ein Buch schreiben, für einen Marathon trainieren und Gitarre lernen. Das Ergebnis? Systemabsturz, Burnout, totale Lähmung. Die Lösung, die die wirklich erfolgreichen Universalgelehrten der Geschichte genutzt haben, von Leonardo da Vinci bis hin zu modernen Tech-Pionieren, nennt sich serielle Meisterschaft. Du musst lernen, dein Leben nicht in Tagen oder Wochen zu planen, sondern in Jahreszeiten. Denk an die Geschichte eines Mannes. Nennen wir ihn Ben. Ben war Musiker, leidenschaftlicher Schreiner und hatte ein brennendes Interesse an Luftfahrttechnik. Jahrelang war er unglücklich, weil er versuchte, alles in eine 40-Stunden-Woche zu pressen. Irgendwann traf er eine radikale Entscheidung. Er akzeptierte die Saisonalität seines Gehirns. In seinen 20ern zog er die Säule der Musik hoch. Er spielte in Bands, tourte, verdiente kaum Geld, saugte aber alles über Audio-Engineering auf. Mit 30 schwenkte er um. Er brauchte Stabilität, nutzte sein mathematisches Verständnis und baute die Säule der Softwareentwicklung auf. Er hat die Musik nicht weggeworfen, diese Säule stand. Er hat nur die Baustelle gewechselt. Mit Mitte 40 reduzierte er seine Arbeitszeit im Tech-Job bewusst auf 25 Stunden, verzichtete auf Beförderungen zum Teamleiter und nutzte die freie mentale Energie, um in seiner Werkstatt maßgeschneiderte Designmöbel zu bauen. Heute, mit 50, baut er digitale Flugsimulatoren für Piloten. Wer kann so etwas? Kein reiner Programmierer, kein reiner Designer. Nur jemand wie Ben, der die Geduld hatte, seine Säulen nacheinander zu bauen und sie am Ende zu einem völlig neuen Ökosystem verschmelzen zu lassen. Es gibt noch ein letztes, tieferes Argument für dein kreatives Chaos, das direkt aus der Evolutionsbiologie stammt. Es ist das Prinzip der Redundanz. In der Natur ist Vielfalt keine Verschwendung, sondern die Lebensversicherung gegen das Aussterben. Ein faszinierendes Beispiel sind Elefanten. Diese Tiere bekommen statistisch gesehen fast nie Krebs, obwohl sie riesig sind und Billionen von Zellen haben, die mutieren könnten. Warum? Weil sie eine enorme genetische Redundanz besitzen. Während der Mensch nur eine einzige Kopie des Tumorsuppressor-Gens P53 hat, besitzen Elefanten bis zu 20 Kopien dieses Gens. Wenn eine Kopie ausfällt, springt die nächste ein. Das System ist unzerstörbar. Deine scheinbar unzusammenhängenden Interessen sind genau das. Deine persönliche, kognitive Redundanz. Wenn du ein reiner, hochgradig spezialisierter Texter für Werbeagenturen bist und eine neue künstliche Intelligenz morgen deine Arbeit in Sekundenschnelle erledigt, gerät dein gesamtes Fundament ins Wanken. Du hast keine Ausweichmanöver. Wenn du aber ein Texter bist, der sich nebenbei intensiv mit Psychologie beschäftigt hat, im Sommer als Fitnesstrainer arbeitet und grundlegende Kenntnisse im Videoschnitt besitzt, bist du für den Arbeitsmarkt der Zukunft unkaputtbar. Du bist nicht von einer einzigen Variablen abhängig. Bricht eine Industrie weg, aktivierst du die nächste Säule, schlägst eine Brücke und erfindest dich innerhalb von wenigen Monaten neu, während der Spezialist noch versucht, den Schock zu verarbeiten. Du hast deine Zeit in den letzten Jahren nicht mit ziellosem Herumdaddeln vergeudet. Du hast an einer Universität studiert, die du selbst gegründet hast. Jeder abgebrochene Kurs, jedes weggestellte Instrument und jedes verlassene Projekt war kein Scheitern. Es war ein Semester, in dem du eine spezifische Denkschule gelernt hast. Es wird Zeit, dass du aufhörst, dich dafür zu rechtfertigen.
dass du nicht in eine Schublade passt, die für viel einfachere Gehirne gebaut wurde. Du bist nicht dazu verdammt, ein Leben lang nur eine einzige Note auf dem Klavier zu spielen. Du bist der Komponist einer ganzen Symphonie. Der Druck, sich zu entscheiden, wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Die Welt wird weiterhin Schilder aufstellen, die dich zwingen wollen, rechts oder links abzubiegen. Aber das nächste Mal, wenn du auf dein Schlachtfeld der unfertigen Hobbys blickst, dreh dich nicht beschämt um. Atme durch. Erkenne das Muster im Chaos. Du baust kein Gefängnis aus Routine, du baust ein Sicherheitsnetz aus purer Anpassungsfähigkeit. Jetzt, wo du weißt, dass du gar nicht falsch gewickelt bist, darfst du auch den alten Druck spürbar gehen lassen. Das jahrelange Gefühl, nicht gut genug zu sein, hinterlässt schließlich tiefen Ballast. Genau an diesem Punkt machen wir jetzt weiter. Klickt direkt auf das nächste Video hier im Abspann. Darin zeige ich euch eine einfache Methode, wie ihr diesen angestauten mentalen Stress und die emotionalen Altlasten innerhalb von 7 Tagen spürbar abschüttelt.